So, hier stehen wir neben der Steuerungseinheit Multicontrol, einer Fettabscheideranlage des Typs LipoJet P OAP oder ehemals Hydrojet OAE. Im Display lesen wir jetzt Notstopp aktiv. Falls Sie eine Fernbedienung haben, verweise ich auf das andere Video. Im Falle, wenn Sie keine Fernbedienung haben, sind Sie hier genau richtig. Als erstes öffnen wir die Blende, um an die Bedienelemente dran zu kommen. So, jetzt schauen wir, ob der Notstopp aktiviert worden ist. In diesem Fall nicht. Das heißt, die Fehlerursache muss woanders liegen. Da wir des Weiteren noch die untere Blende entfernen müssen, müssen wir die Anlage spannungsfrei machen. Nun können wir die untere Blende öffnen. So, die untere Blende wurde entfernt und jetzt schauen wir uns den Klemmblock oben links mal genauer an. Hier ist üblicherweise zwischen den Klemmblock, zwischen den Klemmen 6 und 7 eine Brücke werksseitig montiert. In diesem vorliegenden Fall fehlt diese. Wir müssen diese zwangsläufig herstellen, weil das Notstoppsignal über die Klemmen 6 und 7 übertragen wird. Wenn diese Klemme fehlt, ist es so, als ob ich den Notstopp aktiviert hätte, an der Steuerung oder eben an der Fernbedienung. Falls Sie keine Brücke zur Hand haben sollten, ist es natürlich auch problemlos machbar, einfach ein Stück Aderleitung zwischen den Klemmen 6 und 7 zu platzieren. So, die untere Blende wird nun wieder angebracht. Anschließend können wir die Anlage wieder mit Spannung versorgen. Und im Display überprüfen, ob das Fehlerbild noch aktiv ist. Der Fehler wurde offensichtlich beseitigt.